Die Jackette, wir sind mit dem gross gekommen. Hast du als kleiner Bub zum Fenster rausgeschaut und gesagt, oh, jetzt kommt die Jackette. Dann bist du ans Fenster gesäckelt und hast geschaut. Dann hast du gesagt, cool, das will ich auch mal machen. Hier im Tal, das sind die Kelten, die Urbevölkerung, die Kelten. Die hoch aufgeschlossenen Deutschen sind von der Seite hingekommen und haben von der Sonnenseite die keltische Urbevölkerung auf die Schatzseite vertrieben. Am Abend sind die von der Schatzseite zurück auf die Sonnenseite ihr Eigentum das Zeug zurückgestellt. Und vor das man es nicht bekannt hat, haben sie ein Stück Rind genommen, haben da 2 Löcher drin getan und haben die vor das Gesicht gehabt. Die Mutter hat sich mit einem Stück Holz auseinandersetzen. Da hast du den Geschmack vom Holz in der Nase. Da hast du eine gewisse Beruhigung vom Alltag. Da bist du für dich, kannst vielleicht noch Musik hören. Und dann kannst du einfach ein bisschen den Rest vergessen. Die Arbeit daran, die muss einem ziehen. Und man muss Geduld haben, weil das ist nicht in ein paar Stunden gemacht, also Larve. Heutzutage hast du viel mehr Bilder im Kopf, weil du jeden Tag viel mehr Input bekommst. Also früher warst du hier Bauer und dann hast du dein Leben hier relativ simpel einfach gehabt. Da hast du die Inspiration eher gehabt, als wenn der Nachbar eine grosse Nase hatte, hast du eine grosse Nase geschnetzelt. Im Wissen, dass das eigentlich schon Generationen vor dir gemacht haben, ist das immer so ein bisschen, vielleicht sogar eine Verschmelzung mit der Vergangenheit von der Larve. Ich meine, die Larve, wenn die 80-jährig ist, sind das schon Hunderte mit dem Liga checken. Das ist gut. Sollten. Ja. Aber das mache ich nur durch, das geht schon. Dann bin ich's. Ist gut. Sauber oder Hüfte? Durch bin ich's, ja. Sauber oder Hüfte? Ja. Erst Hüfte. Dann legt man die Hose auch mal an. Also. Die ist ja, die kannst du nehmen. Aber nimm sie gerade mit dem Kleiderhalten raus. Mein Kollege hier in den Keller kommen, zusammen anlegen, vielleicht etwas riechen und nachher zusammen checken. Da spielt die Kollegschaft sehr eine grosse Rolle. Gut also? Ja. Hä? Ja. Die Jackette in der Nacht ist nicht ein Modestück, das ist ein Gesamterschein. Die Masse war im Prinzip aus der Finsternis auf dich zugekommen. So
Das Also viele Leute sagen ja, dass Jacket so eine gewaltvolle Tradition ist. Ich würde eher sagen, die Menschheit ist verweichlicht. Gewalt ist. Was ist denn Gewalt in unserer Gesellschaft? Wenn einem das nicht passt, die Tradition, dann ist da meine Meinung, dann muss man hier nicht herkommen in der Zeit. Jeder Mensch, den du in der Jacket triffst, hast du sofort eine zwischenmenschliche Beziehung. Das klingt jetzt komisch, wenn ich das so sage, aber das sind Augenblicke, wo so gegenseitigen Respekt bekommen. Das ist vielleicht auch genau die Faszination und das, was man nicht beschreiben kann, weil es mit dir als Mensch Emotionen im Blut bringt. Und das auf die brutalste, ehrlichste Art, die du überhaupt kannst. Der Tourismus bringt fremde Leute her. Die wollen das neugierig entdecken, aber nicht außerhalb von ihrer Komfortzone. Für Kommerz wird so viel von diesem Jacket im Prinzip ausgebeutet, preisgegeben. Ich meine, das ist ein bisschen. Also, es ist euch so ein Mysterium, es bleibt. Diese Fasnacht habe ich viel gehört, dass Touristen nicht wollen, dass man sie angreift. Und da ist mir dann in der Jacket also ein bisschen traurig, dass Touristen hierher kommen. Ich wollte sehen, aber ist nachher also, die haben zurückgewiesen. Ist nachher also wie fast, die haben wir vertrieben. Das kommt auch sehr schnell von unserem Charakter als Leger. Weißt du, ist eine Geschichte, die geprägt ist eigentlich von. Du warst schon Untertanen gewesen. Wenn wir vor Tal gegangen, für die sind wir noch immer Untertanen. Aber wir sind halt kein Schädelwurstli, der das extra macht, damit man ein Foto machen kann. Oder dass wir machen das eigentlich für uns, weil wir Freude daran haben. Vielleicht sind wir auch ein bisschen süchtig, vielleicht sind wir auch ein bisschen verrückte Seelen. Das Tal verliert vermutlich die Identität nicht. Es wird eher die Schwierigkeit sein, die Identität so aufrechtzuerhalten, dass man authentisch genug bleiben kann. Weil die Identität änderst du nicht, weil du besser geschminkt bist oder schlechter geschminkt bist. Aber es muss authentisch sein und dann macht es ein schönes Bild.
ist das die jetzige Tradition von heute und nicht von vor weiss nicht wie vielen Jahren. Leute haben die Tradition aufgefrischt und das ist das, was jetzt gerade uns macht. Die Tradition heute. Das ist einfach der Reiz daran, ganz Jacketto. Als Symbol von Legend und Freiheit wird das weiter bestehen. Glaube ich. Also ich bin überzeugt. Ja.